Hallo, schön, dass du wieder da bist, schön, dass du wieder angeschaltet hast. Ich bin Anja und ich möchte mit dir heute eine schöne Stunde für die Flexibilität üben. Dass wir schön zusammen auf die Matte kommen, eine schöne Zeit zusammen haben und vor allem uns bewegen, entspannen dabei und Spaß haben. Du brauchst für diese Stunde 2 Blöcke. Und wie immer, wenn du keine Blöcke hast, kannst du gerne 2 große Bücher nehmen oder dicke Bücher nehmen und das kannst du gerne nutzen, um dich ein bisschen zu erhöhen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Schön, dann lass uns anfangen und wir fangen heute im Stehen an, in so einer weiten Berghaltung. Das heißt, schau, dass die Füße so ein bisschen weiter sind als deine Hüfte, dass du einfach einen super guten, stabilen Stand hier hast. Schau nach unten zu deinen Zehen und versuche, alle 10 Zehen anzuheben. Deine Fußballen in den Boden zu schieben und deine Zehen zu spreizen. Es ist nicht immer so leicht, gerade wenn man das nie so gemacht hat, aber das ist eine richtig schöne Übung für den ganzen Fuß, für die Gesundheit des Fußes, für die Mobilität und die Stabilität. Deswegen lohnt sich da so ein bisschen das zu üben. Also die Zehen auseinander zu spreizen, hilft ruhig mit den Händen. Das hilft mir persönlich. Und dann versuche jeden einzelnen Zeh von dem kleinen angesehen einzeln auf den Boden abzulegen, bis zu dem großen Zeh. Und einfach mal spüren, wie sich jetzt der Stand anfühlt. Du kannst gerne deine Augen schließen, das mache ich jetzt auch. Und so, wo die Sinne jetzt so langsam nach innen gehen, das heißt dein Blick, dein Gefühl, das, was du hörst, vielleicht auch deine innere Stimme, so kannst du einfach besser wahrnehmen, diesen Stand, wahrnehmen diesen schönen, aufrechten und stabilen Berg, in dem du jetzt gerade stehst. Und stell dir vor, dass deine Füße, aus den Füßen so wie 2 Wurzeln nach unten in die Erde gehen und dich noch besser verankern und noch besser erden. Und dann das Gefühl, das du bekommst, wenn du auf der Erde stehst, diese schöne Stabilität und vor allem auch die Sicherheit, die man damit hat und auch das Zusammen und das Verbinden mit der Natur, das ist ein wunderschönes Gefühl, das man vielleicht jetzt nicht immer sofort so wahrnimmt. Oft nimmt man das erst wahr, wenn einem das fehlt. Ich erzähle gerne, dass wenn du zum Beispiel im Flugzeug bist und über Stunden fliegst und dann runter auf den Boden gehst, wie schön sich das anfühlt, dass deine Füße wieder den Boden berühren, die Erde berühren und eben in Sicherheit sind. So möchte ich gerne, dass du jetzt hier dieses Gefühl vielleicht einmal hervorrufst und dich da noch ein bisschen mehr verbindest mit der Erde oder mit dem Boden in diesem Fall. Gut, atme tief durch die Nase ein und alles gerne durch leicht geöffneten Mund aus. Gut, und jetzt kannst du gerne deine Augen öffnen und die Füße bleiben so wie sie sind, das heißt, du bist weiterhin in deinem Berg. Was wir machen, jetzt erstmal deine Knie ganz weich beugen. Und wir fangen an schon mal mit der Bewegung. Wir bewegen uns heute schön viel dynamisch. Ich finde, das ist der beste Weg, um deine Flexibilität zu unterstützen oder eben mehr zu fordern, dass wir erstmal den Körper richtig schön aufwärmen. Also ruhig über deine Schulter schauen und schwing deine Arme, ganz entspannt die Arme um deine Taille herum, um dein Becken herum. Ein bisschen abklopfen und aus dein Brustkorb schön alles lockern. Weiterhin sind die Knie weich.
dass du dich da nicht versteifst in den Beinen. Wir wollen wirklich ganz sanft anfangen und dann komme langsam wieder zur Mitte, pendel dich in deine Mitte ein. Die Knie weiterhin schön weich beugen und mit der Einatmung heb die Arme auf der Höhe der Schulter, die Fingerspitzen zeigen nach unten und jetzt dreh die Hände nach oben und bring die Arme zurück nach unten. Atme ein aus den weichen Knien hoch und ausatmen wieder zurück nach unten. Und das paar Mal gerne in deinem Tempo. Dein Tempo ist die Atmung. Ja? Das Einatmung nach oben, Ausatmung nach unten. Und du wirst sehen, dass du viel aus dem Gefühl oder aus deiner Intuition dich bewegst, auch gerade mit den Knien. Also versuch nicht viel nachzudenken. Einfach anfangen, sich zu bewegen und alles andere kommt. Und vor allem auch das Gefühl, wenn sich das alles gut anfühlt, dann ist das genau richtig für dich. Gut, nochmal. Okay, und jetzt machen wir wieder mit den Armen nach oben, streck sie zur Seite, öffne dein Brustbein nach vorne und zurückschließen nach unten. Atme ein, öffnen, schließen, ausatmen, zurück. Und das auch ein paar Mal sehr weiche Bewegungen, sowieso Wasser, das fließt. Schön alles rund und nichts eckig. Vom Gefühl her öffnen, schließen und zurück. Noch einmal so. Öffnen. Vielleicht magst du nach oben schauen und zurück. Atme aus. Sehr schön. Fängst an zu kribbeln, vielleicht an den Fingern. Bei mir schon. Also wir versuchen jetzt die Lebensenergie, unsere Prana zu bewegen und zu aktivieren mit diesen weichen, doch sehr effektiven Übungen. Beuge wieder deine Knie, also wieder sanft, bring die Arme wieder nach vorne und diesmal der rechte Arm geht nach hinten, linker vorne und wir wechseln die Seite. Auch wieder über weiche Knie, abwechselnd den Arm nach hinten bewegen, nach vorne. Und auch hier nicht viel nachdenken, einfach machen und schauen, dass der Körper so einen eigenen Rhythmus findet. Und vor allem auch Spaß haben an Bewegung. Und so bei weichen Bewegungen ist das eher der Fall, dass man wirklich da schnell reinkommt. Und wenn du dich mal eben steif fühlst, fange mit diesen weichen, schönen, fließenden Bewegungen. Das ist so mehr natürlicher für den Körper, als zum Beispiel so statisch zu halten und über längere Zeit zu halten. Super, jede Seite noch einmal. Zur Mitte, nach hinten und wieder entspannen. Sehr gut. Vielleicht musst du ein bisschen deine Füße lockern, noch einmal so schön weit machen. Und das machen wir jetzt aber ein bisschen tiefer. Das heißt, wir kommen in so einen gefühlten Stuhl und schwingen die Arme jetzt vor und zurück. Und das Gleiche wollen wir auch so ein bisschen drehen aus dem Brustkorb. Und wir werfen quasi die Arme aus den Schultern und federn schön aus den Knien. Atmen dabei natürlich nie vergessen. Der Atem ist auch unser Prana, also unsere Energie. Das immer schön fließen. Genau, kannst du mit dem Kopf so ein bisschen mitgehen in die Bewegung. Nichts ist falsch, was sich gut anfühlt. Also hör immer auf deinen Körper hinein, horche ein bisschen, so was da alles los ist, was sich gut und eben nicht so richtig gut anfühlt. Und langsam komme wieder entspannt nach oben hoch. Das ist ein bisschen meine Matte. Die wandert immer her auf dem Teppich. Super. Und jetzt, die Füße sind so ein bisschen weiter geöffnet. Wir heben beide Arme über den Kopf, neigen nach rechts, aber die Arme gehen nach links, also Gegenrichtung. Und dann jeweils dein Knie beugen. Das ist so wie so ein Baum im Wind mit der Krone, die sich bewegt, die tanzt so ein wenig. Wenn der Wind sie bewegt, so kannst du dir das so vorstellen. Und auch hier ganz entspannte Handgelenke klappen bzw. bewegen sich mit. Und die Schultern, vielleicht merkst du schon was in den Schultern, in den Armen. Gut, nochmal. Jede Seite einmal.
Wunderbar. Und dann langsam wieder zurück zur Mitte kommen. Ich nenne das jetzt einen Wasserfall, weil das ja so befreiend ist, wenn alles abfällt, so wie Wassermengen, die nach unten fallen. Das ist auch irgendwie so ein befreiendes Gefühl. Das machen wir jetzt. Atme ein, Arme nach oben, schieb dich raus und mit der Ausatmung alles ausatmen und wieder nach oben hoch aufrichten und wieder ausatmen und hochkommen. Auch weiter, Knie sind gebeugt. Öffnen und nach unten. Ausschütteln alles und auch alles ausschütteln, was du nicht brauchst. Jeden Ballast und jede Last auf den Schultern oder von den Schultern weg. Und dann bleibe hier unten, bleibe in der Vorwärtsbeuge. Greife mit den Händen deine Ellbogen und dann ganz entspannt hänge dich aus. Ich zeige dir von der Seite. Das wäre wichtig, dass du hier nicht richtig durchstreckst deine Knie, sondern weiche Knie, dass der Oberkörper so über deine Beine hängen kann und alles hier so locker schwingen kann. Dabei lässt du deine Füße schön aktiv in den Boden. Immer halte das Fundament, also quasi die Verbindung zum Boden. Hier sind das die Füße aktiv und von dort aus bauen wir jede Position auf. Und wir rollen nach oben hoch. Super. Ich habe mich schon nach vorne gedreht, aber du bleibst eben am Anfang deiner Matte gerne. Und jetzt noch so 3-mal rollen wir für die Wirbelsäule, dass sie ja auch sich so ein bisschen entspannt und lockert. Roll die Schulter zu den Ohren, nach hinten, öffne dich und mit der Ausatmung Schulter nach vorne. Lass die Arme hängen und langsam nach unten Richtung Boden ab und aus. Von hier mit der Einatmung rolle zurück nach oben, Wirbel für Wirbel, Schulter zu den Ohren und lass sie nach unten fallen. 2 mehr. Atme ein vor und lass den Kopf auch locker und Nacken lang, Kinn zur Brust, langsam Richtung deine Füße und wieder auf nach oben. Du kommst so tief wie du kannst. Nochmal gebeugte Knie, wichtig. Letztes Mal Schulter vor und lass die Schulter schwer hängen, Arme schwer hängen, Kopf entspannt. Und wenn du hier bist, dann bist du hier, alles gut. Du kannst aber auch die Blöcke nehmen unter die Hände. Wenn du weitergehen kannst und magst, mach das gerne. Und wieder schieb dich vom Boden hier weg und komme in deinen Berg. Ich hoffe, dir geht's gut soweit und du spürst schon die Wärme und die Energie, die fließt. Ich mache wieder meine Matte so ein bisschen gerader. So, sollte gut sein. Und jetzt nehmen wir uns beide Blöcke und stellen den rechten Fuß nach hinten, drehen den linken Fuß nach innen. Wir sind jetzt auf der Matte in der Grätsche und du bringst deine Blöcke unter deinen Schultern. Gut. Bring deine Arme jetzt über den Kopf nach oben hoch, atme ein und mit der Ausatmung mit der rechten Hand entlang des rechten Oberschenkels, du neigst zu deiner rechten Seite, der linke Arm ist gestreckt über dem Ohr. Kommst du nach oben, wechselst du die Seite, jetzt die linke Hand entlang des Oberschenkels und der rechte Arm will so ein bisschen helfen, dass der Oberkörper mehr nach links kommt. Super, jetzt die Hände auf den Becken ablegen und dein Becken nach vorne schieben, Herz nach oben öffnen. Oh, hab's gehört? Es hat schön geknackt bei mir, das ist so gut. Und wieder zurück in diese Grätsche oder Weitstand. Nochmal machen wir das. Der linke Arm nach oben, der rechte Arm geht entlang des Oberschenkels, vielleicht diesmal ein bisschen tiefer zu dem Knie. Wechseln die Seiten, ausatmen. Wenn du ausatmest, lockert der Körper ein bisschen besser und dann kann er vielleicht ein bisschen tiefer gehen in die Streckung. Und jetzt das Becken nach vorne, die Hände, ich sag dir einmal, sind wie so ein Schild an deinem Becken, auch von der Seite, damit du das einmal siehst, dass ich
nicht unbedingt das Brustbein, sondern eher das Becken nach vorne schiebe, damit ich hier die Oberschenkel in die Streckung bringe und damit unsere Hüftbeuger, die so wichtig sind, um eben hier diesen Ausgleich zu schaffen zum Sitzen. Ne? Also zu dieser Position, also wenn wir viel sitzen, ist diese Position der Ausgleich und den braucht jeder Mensch. Jeder Mensch mit unserem Lifestyle, das, was wir jetzt so haben im Leben, dass wir nun mal viel den Stuhl benutzen, viel eben in so einer statischen Position sind. Gut, wir waren schon mal, ne? Wir waren hier, genau, und jetzt bring deine Hände auf deine Blöcke, öffne dich hier, das heißt, schieb den Becken nach hinten, dein Herz nach vorne, Arme gestreckt, langer Rücken, mit der Ausatmung beuge vor. Einatmung drückt dich weg vom Boden und mit der Ausatmung vor. Sehr schön, letztes Mal. Atme ein lang und wenn du nach unten gehst, schau, dass die Beine gestreckt bleiben, dass du so einen Druck gegen deine Außenkanten der Füße verspürst und mit dem Becken eher nach hinten gehst. Dass du jetzt hier in deine Rückseite deine Beine spürst. Wenn du natürlich nicht am Anfang deiner Yoga-Reise bist und das erscheint noch unmöglich zu sein, dann mach den Schritt ein bisschen kleiner, beuge ruhig ein bisschen deine Knie und dann gehe so tief, wie du kannst. Okay, jetzt setzen wir die Blöcke nach vorne und wir kommen in so einen Ausfallschritt. Dazu rechtes Knie auf den Boden absetzen. Richte dich hier auf und bring deine Unterarme und deine Hände zusammen vor deinem Herzen. Mit der Einatmung schieb dein Herz nach vorne, Schulter nach hinten und Ellenbogen auch weit nach hinten geöffnet und komme wieder zurück zur Mitte. Atme ein, öffne und ausatmen, schließe. Und nochmal schön weiten, öffnen. Und auch wieder der Hüftbeuger, den wir hier üben. Und bring die Hände jetzt auf deine Matte, dein Knie neben dem rechten. Du kannst natürlich hier so ein bisschen gucken, wie der Abstand ist. Mit dem Herz wieder nach vorne und komm auf den Bauch. So, hier unten angekommen, komm in so eine weite Kobra. Das heißt erstmal die Fingerspitzen auf den Boden und die Ellenbogen zeigen nach oben. Wir heben uns mit der Einatmung nach oben hoch und dabei ist der Kopf als letzter auf und mit der Ausatmung Bauch, Herz und Stirn zum Boden. Und nochmal atme ein. Arbeite aus deiner Rückenmuskulatur, aktiviere deine Po-Muskulatur und zurück nach unten. Letztes Mal diese kleine Welle. Einatmen, aufrichten, Schulter weg von den Ohren, aktives Gesäß und dann wieder zurück auf den Bauch. Bring deine Hände unter deine Schulter, stell die Zehen auf, komm in den Vierfüßlerstand und von hier der herabschauende Hund. Einmal hier kannst du gerne so ein bisschen Knie beugen, strecken, wenn du magst. Oder abwechselnd an der Stelle laufen. Auch hier mach dir noch gar keinen Kopf, wenn du merkst, oh je, du kannst die Beine nicht durchstrecken. Das ist in dem Herabschauenden schon eine Reise und man muss anfangen, um dann weiterzukommen. Jetzt streck das rechte Bein nach oben hoch, bring dein Knie in die Beugung und dann kipp dein Knie nach oben hoch. Dabei versuche die linke Ferse zum Boden zu bewegen. Und von hier kreise aus der rechten Hüfte. Wenn das zu viel ist, komm auf dein Knie und dann kreise hier aus der Hüfte. Wenn du vielleicht Probleme mit den Handgelenken hast oder zu viel eben Belastung verspürst, dann gerne hier auf alle vier. Wenn das okay ist, dann wechsel jetzt die Richtung. Schön öffnen, vielleicht unter dem Arm runterschauen, dass du hier dich noch ein bisschen öffnen kannst und drehen kannst. Und dann schau nach vorne, entweder Fuß zwischen oder irgendwo auf der Matte und dann hilfst du dir mit dem Fuß nach vorne zu kommen oder du gehst von hier direkt nach vorne, wenn du schon
geübt bist. Oder halt mit den Blöcken nach vorne in den Ausfallschritt und schließe mit dem linken Fuß zu. Vorbeuge und wir rollen langsam nach oben hoch. Zum Stehen. Diese Seite hätten wir schon. Ich gehe jetzt auf die andere Seite, dass du mich von vorne sehen kannst und damit so ein bisschen eben besser sehen kannst. Und von hier gehen wir mit dem linken Fuß nach vorne, genauso. Und wieder in diese Grätsch. Diesmal lassen wir die Blöcke vorne, die sind gut aufgehoben dort. Die Hände in deine Hüften hier. Und von hier streck die Arme zur Seite. Das ist so wie ein Stern. Der Kopf ist die Spitze des Sterns. Und von hier schieb dein Becken nach hinten und dein Kopf nach vorne, dass wir in so einem rechten Winkel zum Boden sind, so parallel mit dem Oberkörper zum Boden. Und jetzt gehen wir in die Drehungen, also mit dem rechten Arm zum linken Fuß und dann links zu rechts. Und atme dabei. Du kannst das langsamer machen, in diesem Tempo oder ein bisschen schneller. Bitte wähle für dich dein Tempo. Noch für 5, 4, aus deinem Brustkorb drehen, 3, 2, letztes Mal und 1. Nochmal dann so wie so ein Flugzeug, Hände in deine Hüfte und dann komme nach oben, roll dich hoch. Und jetzt kommt der rechte Fuß nach vorne und wir mit dem linken Knie auf den Boden. Das gleiche hier, die Unterarme gehen zusammen, die Hände zusammen und mit der Einatmung wieder, wir öffnen das Herz und schieben das Becken zu deinen rechten Ferse, schauen zum Himmel und schließen alles wieder zurück. Einatmen und aus. Du merkst vielleicht, dass jedes Mal deine Hüfte weicher und tiefer nach vorne kommt. Sehr schön. Und mit der Ausatmung wieder Hände auf die Matte. Schau, dass die Blöcke dich jetzt nicht hier stören. Und wir kommen wieder auf den Bauch. Diesmal bleiben die Hände unter deinen Schultern. Zieh das rechte Bein nach oben hoch und leg das ab. Zieh nach oben und nach hinten und leg ab, damit du hier in dem Becken auch schön hier ein gutes Fundament und gute Basis hast. Und von hier kommen wir nach oben in die Kobra. Dabei beuge das rechte Bein Richtung Kopf und komme zurück auf den Bauch. Atme ein, wieder beugen, diesmal linkes Bein und zurück. Wenn das zu viel für dich ist, komme in die Kobra. Lifts ohne das Bein. Entscheide für dich. Du kannst natürlich immer gerne ausprobieren und dann für dich erst dann entscheiden. Da bin ich Freund von. Erstmal schauen und vielleicht nicht sofort Nein sagen, sondern sag Ja zu dir, probier und dann kannst du immer noch entscheiden. Und von hier langsam Vierfüßlerstand, stell die Zehen auf, wieder für den herabschauenden Hund, locker deinen Kopf, Nacken lang. Jetzt gehen wir mit dem linken Bein nach oben, das was wir auf der anderen Seite auch gemacht haben. Knie beugen und deine Hüfte kippen, nach oben hoch. Vielleicht kann dir das linke Knie zur Decke schauen und wieder wie kreisen aus der linken Hüfte hier. Auch hier hast du die Möglichkeit, auf dein Knie zu kommen und hier so in diese Modifikation arbeiten und jetzt in die andere Richtung. Schöne Kreise aus der Hüfte. Wir schmieren die Hüfte ein und dann gehen wir mit dem linken Fuß nach vorne. Auch hier wieder entweder 2 Schritte oder 1 Schritt. Kommen in die Vorbeuge, atme aus und dann langsam aufrollen. Zum Stehen. Also mir ist es schon warm. Ich hoffe dir auch. Sehr schön. Und jetzt brauchen wir den Block. Ich mache mir jetzt die Haare zu. Dann kannst du besser vielleicht auch hören. Bei meinen Schülern, sie wissen, wenn ich die Haare zumache, dann wird es anstrengend.
es wird nicht so anstrengend. Wir bewegen uns einfach weiter, aber die stören ein wenig. Sehr schön. Und jetzt nimm dir einen Block unter deinem rechten Fuß. Komm ein bisschen höher. Du kannst mit dem linken Zeh noch auf dem Boden bleiben und dich hier so ein bisschen stabilisieren. Heb jetzt den linken Fuß vom Boden und wichtig, du bleibst mit gestreckten Beinen hier, auch dein Standbein ist gestreckt und gehe mit deiner linken Hüfte hoch und runter, wie so ein Aufzug oder so eine Waage eher. Genau, ist eine bessere Beschreibung, eine Waage, dass du die linke Hüfte droppst und nach unten hängen lässt und dann nach oben aus der Muskulatur des Beckens hochhebst. Du merkst ganz bald, wie sehr dein rechter Po arbeitet, die rechte Pobacke, die Muskulatur dort und wie schon so eine kleine Bewegung, das ist wirklich eine kleine Bewegung in der Hüfte, aber so viel die Hüfte lockern kann. Und dann kurz hier entspannen, ein bisschen durchatmen und von hier werden wir jetzt mit dem Bein, ich zeige dir das von der Seite am besten, genau, also das Bein quasi so hier aushängen, wie so eine Pendeluhr, ohne Muskulatur, also die Muskulatur ist da ganz entspannt, wir schwingen mit dem Arm vor und zurück. Bei einigen kann das so aussehen und bei einigen ein bisschen weiter. Wichtig wie immer, wie sich das anfühlt, dein Gleichgewicht hier halten. Wenn das Schwierigkeiten bereitet, geh an die Wand, halte dich mit der Hand an der Wand und dann kannst du das Bein schön so in vollem Ausmaß, wie die Hüfte so mobil ist, auspendeln und dann wieder kurz absetzen. Also ich merke das schon in dem rechten Oberschenkel, das ist nicht ohne. Und von hier nehmen wir den rechten Fuß für ein bisschen jetzt Dehnung des Oberschenkels, er hat viel und gut gearbeitet, nehmen wir uns den Fuß in die Hand und strecken den linken Arm nach vorne. Dehne das, versuche die Knie, ich sage dir das von vorne, versuche die Knie zu schließen. Wenn du die Knie schließt, schließt sich natürlich auch das Becken und das Becken kann sich hier besser ausrichten. Und der Arm, den kannst du weit nach hinten bewegen. Halte noch für einen Moment, wenn du weiter gehen möchtest und du noch Gleichgewicht hast, beuge das Standbein leicht und dann heb das rechte Knie noch ein bisschen höher und schieb den hinteren Fuß in deine rechte Hand für den Tänzer. Wir atmen hier ein und mit der Ausatmung lösen. Gut. Und jetzt nochmal den rechten Fuß auf den Block auflegen, wieder dein Gleichgewicht halten. Wir sind gleich fertig mit dieser Seite, also die letzte Übung hier. Deine Balance halten, Bauch anspannen, Blick konzentrieren und heb jetzt das linke Bein nach oben hoch. Du kannst auch hier eine Wand nutzen und deine Arme so ein bisschen seitlich wie so zum Ausgleich nehmen. Bein strecken und Bein beugen auf der Höhe der Hüfte. Und das ist die Schwierigkeit. Wenn der Oberschenkel hier da nicht mitmacht, ist das ein Zeichen dafür, dass es wahrscheinlich dein Hüftbeuger, also der große Muskel, der das Becken umfasst und bis zum unteren Rücken geht, schwach ist. Ja? Also versuch das ein paar Mal zu üben. Das ist nur, wenn es geht, so eine kleine Herausforderung. Wenn nicht, bewege das Bein weiter oder halte für 3, 2, 1 und langsam das Bein nach hinten stellen. Vorsichtig mit dem Gleichgewicht, du bist ein bisschen erhöht hier. Bring deine Hände auf den Oberschenkel und wir pulsieren. Wir strecken den Oberkörper hier und wenn du irgendwie ein Problem mit dem Rücken hast, beuge dein Knie hinten.
Das merkst du aber auch schön in den Oberschenkel. Ansonsten lass dich hier so ein bisschen so federn. Noch 5, 4, 3, 2 und 1 und setz das linke Knie auf die Matte. Wir können jetzt runter von dem Block. Genau, Low Lunge hier. Und von hier die rechte Hand in deine Hüfte, den linken Arm nach oben und wir gehen in eine seitliche Dehnung. Das wäre von vorne. So, dass wir versuchen, das Knie nach außen weiterhin zu halten und hier eine schöne lange Linie bilden, wo wir auch schön atmen dahin. Genau. Ich komme wieder nach vorne hier. Einatmen nochmal. Und mit der Ausatmung Hand zum Boden, beide Hände zum Boden. Diesmal kannst du gerne die Zehen aufstellen und in die Planke kommen und von dort nach unten oder so wie eben über die Knie. Und von hier das rechte Bein anbeugen, kommen in die Kobra und diesmal drehen wir auf die linke Seite. Ja, ich stelle den Fuß auf die Zehenspitzen. Die linke Hand wandert so ein bisschen mehr nach vorne und wir kommen in so ein Wild Thing. Becken nach oben, Arm nach oben und kommen wieder zurück zum Boden. Nochmal, atme ein, Becken schieben, Herz öffnen, so hoch wie du kannst und wieder zurück. Letztes Mal, schieb den Fuß in den Boden, atme ein, öffne dich und von hier komm in die Planke und in den herabschauenden Hund. Durchatmen, du kannst natürlich auch gerne hier die Knie runter machen und in Vierfüßlerstand bleiben oder in deinen herabschauenden Hund. Und wir laufen jetzt nach vorne, rollen zum Stehen zurück in unseren Berg. Also, du weißt, wie das jetzt ist und das machen wir auf dem, ich schiebe oder beziehungsweise die Matte, die tanzt wirklich hier auf dem Teppich. Okay, jetzt nehmen wir uns den Block unter dem linken Fuß, das gleiche. Von hier kommen wir, erhöhen wir uns hier vielleicht erstmal auf die Zehenspitzen, Hände in deine Hüfte, dass du dich jetzt hier schon schön aktivierst. Und als erstes machen wir mit der Hüfte mal runter und hoch. Ich sage dir auch hier von vorne, wie das aussieht. Ein bisschen konzentrieren und dann die Hüfte runter und hoch. Runter und hoch. Natürlich kannst du zwischendurch den Fuß da absetzen, wenn du Gleichgewicht verlierst. Das ist wichtiger hier, diese Bewegung aus der Hüfte. Ich habe auch für einen Moment das Gleichgewicht verloren. Und dann kurz entspannen. Durchatmen und nochmal dein alles schön aktivieren hier für dein Gleichgewicht. Und wir schwingen jetzt mit dem Bein, mit dem rechten Bein diesmal. Vor und zurück. Das ist eine super schöne Übung, wenn du irgendwie dein Ischias spürst. Also hier in dem Gesäß so stechende Schmerzen, dass sich vielleicht die Nerven da auch oft ziemlich verklemmen, weil wenn sich irgendwie alles so verspannt, dann geht das auch auf die Nerven, also hier in den Ischias und damit kannst du das wirklich schön alles auslockern. Die Voraussetzung ist aber dafür, dass du nicht aus der Muskulatur rechts arbeitest, nur links. Das merken wir jetzt. Und dann absetzen mit dem rechten Fuß. Jetzt kommen wir in den Tänzer bzw. in den Oberschenkel-Stretch. Also den linken Fuß greifen und mit dem rechten Arm richtig schön lang machen. Zieh deine Ferse Richtung Po, so weit wie du kannst und versuche deine Hüfte so schön auszurichten. Und halte das. Oder du gehst weiter in den Tänzer. Versuche hier
das Standbein so ein bisschen anzubeugen und dich aktiv aufzuspannen. Also mit dem Fuß gegen deine Hand, Blick konzentriert und vorsichtig wieder zurück auf den Block. Wir kommen wieder erhöht hier für die letzte Übung auf dieser Seite. Rechtes Bein anheben und wir strecken das Bein und pointen und beugen. Wir flexen den Fuß und pointen, wenn das Bein nach unten geht. Aktiv in der Mitte. Super. So hoch wie du kannst. Du merkst, wie weit dein Oberschenkel das aushalten kann. Und jetzt streck die Arme nach oben. Heb dein Bein schön aus, deine Bauchmuskulatur auch. Und aus den Oberschenkeln, die arbeiten zusammen im Team. Und dann weiter Schritt nach hinten in den Ausfallschritt. Hände auf den Oberschenkel hier. Und das gleiche hier. Wir pulsieren. Wieder mit gebeugten Knie, wenn das zu viel Druck irgendwo auf den Rücken ist, oder gestrecktes Bein und das Becken vom Gefühl will nach vorne. Noch für 5, 4, 3, 2, 1. Setz dein Knie auf den Boden, den Block zur Seite, brauchen wir nicht mehr. Jetzt den rechten Arm nach oben heben, die linke Hand in deine Taille und wir neigen nach links rüber. Wir strecken hier Oberschenkel, Bauchmuskulatur, Schulter, Arm, quasi fast die ganze rechte Seite. Wenn du mit dem Becken nach vorne mehr gehst, merkst du mehr. Und dann langsam auch das lösen. Komm hier in den Ausfallschritt, in die Planke oder direkt in Vierfüßlerstand und von hier mit dem Herzen vorschieben, damit die Schulter da nicht leiden und dann ablegen. Gut, linkes Bein anheben für die Königskobra, heißt das, die Position. Und jetzt gehen wir auf die rechte Körperseite. Stellen den linken Fuß schon mal auf. Und der linke Arm hebt dich nach oben hoch mit Becken hoch, schau nach oben und zurück, langsam absetzen. 2 mehr, einatmen hoch, stütze dich auf deine rechte Hand und wieder zurück. Letztes Mal so, einatmen und ausatmen, bleibe oben, herabschauender Hund und entspannen für einen Moment. Was du hier noch machen kannst als Option, wenn du Probleme mit den Handgelenken hast, dass du auf deine Unterarme kommst. Ja, also von hier nochmal, angenommen haben wir diese Cobra, gehen wir auf die Seite und dein Arm so ein bisschen schräger nach links rüber und auch hier funktioniert das wirklich wunderbar, dass du das Becken heben kannst und dich da entspannen kannst. Nicht entspannen, aber ja, Entspannung ist so relativ. Also schön ausdehnen kannst. So. Gut, und vom herabschauenden Hund gehen wir wieder nach vorne und langsam nach oben hoch. Und wir haben unseren Flow mit viel Bewegung für die Hüfte, viel Bewegung für die Beine und auch für die Wirbelsäule. Und jetzt zum Schluss machen wir noch eine super schöne Übung, wie ich denke, wie ich so gerne mache. Also wir überkreuzen die Beine und beugen das vordere Knie so ein bisschen an. Jetzt strecken wir die Arme nach oben und mit der rechten Hand greifen wir das linke Handgelenk und dehnen das alles nach rechts. Das Knie will nach links, aber der Oberkörper nach rechts. Und mit der Hand kannst du so ein bisschen nachziehen und schön hineinspüren, wo die Dehnung zu spüren ist am meisten, also in der Seite, aber auch in deine Hüfte. Also quasi den ganzen Körper nehmen wir mit hier in die Dehnung. Gerne ein bisschen halten zum Schluss. Können wir gerne halten, wir sind so warm, dass es für den Körper
sehr schön ist. Und wir wechseln. Linker Arm vor, rechter Fuß dahinter, also wieder so überkreuzt. Genau, beide Arme nach oben. Und jetzt mit der linken Hand greifen das rechte Handgelenk, gehen mit dem linken Knie vor und mit den Armen rüber nach links, also Gegenbewegung, Gegenzug. Super. Und dann halten und genießen. Ich mag das gerne auch zwischendurch. Das Schöne ist an dieser Übung, dass du sie einfach in der Küche, wenn du kochst oder irgendwo zwischendurch, zwischen den Aufgaben, die das Leben so uns immer bereitstellt, dich dehnen kannst und wirklich dem Körper einfach diese Möglichkeit hast, so ein bisschen sich zu öffnen und zu entspannen. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir gehen nach unten zum Sitzen. Du kannst deinen Sitz, also intuitiven Sitz wählen, das, was du magst. Das ist für den Abschluss. Bring deine Hände vor deinem Herzen, schieb die Arme nach vorne, öffne die Handflächen zur Decke, öffne sie seitlich nach außen, die Daumen zeigen nach hinten und mit der Ausatmung schieb alles, was du noch irgendwo, wo sich angesammelt hat in deinem Herzen oder irgendwo aus dem Bauch raus atmen. Und wir nehmen nur gute Sachen auf mit der Einatmung, verabschieden uns von allen schlechten, negativen Gedanken. Letztes Mal das Atme ein und ausatmen, wieder wegschieben. Richte dich auf und entspanne. Ich löse mein Haargummi, zieht ein bisschen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt richtig schön locker im ganzen Körper. Darum haben wir das auch gemacht, dass du einfach von deinem Stress ein bisschen loskommst und wegkommst. Und wenn wir Stress haben, verspannt sich der ganze Körper. Der Körper, die Seele, das ist alles eins. Das darf man nie vergessen. Das ist eine Einheit. Und wenn es der Seele nicht gut geht es dem Körper irgendwann nicht gut und dann spüren wir das in Form der Verspannung. Und mit dieser Stunde hoffe ich, dass du dich schön aufgewärmt hast und eben gelockert hast und dass du einfach auch vom Kopf her so schön jetzt in deinen Tag starten magst, wenn du das am Morgen machst oder schön jetzt Entspannung findest zum Abend hin. Ich danke dir ganz herzlich und würde dir gerne eine Stunde vorschlagen, die ich neulich auch auf Deutsch gedreht habe. Das ist eine sehr schöne Stunde, auch für den Abend, sehr gut geeignet gegen den Stress und so eine schöne Abendroutine kannst du gerne dir anschauen. Ansonsten, ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn du Kommentare hast, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du sie unten schreibst, damit ich weiß und ja, für die Zukunft, was für schöne Stunden ich für dich drehen kann und drehen darf. Ich danke dir ganz herzlich. Namaste.